ist es die perfekte Zeit, um die erste Challenge einzuläuten. Eher nicht so ein Thema. Ja, jetzt glaube ich, habe ich das Gewinnerbild gefunden. Nirgends ist irgendwas ausgeschildert oder sonst wie irgendwas. Wirklich eine Herausforderung. 3 Fotografen auf einem abenteuerlichen Roadtrip durch Nordnorwegen. Schroffe Berge, zerklüftete Inseln, tiefe Fjorde. Perfekte Bedingungen für Team Haugland. Am zweiten Tag sind wir nach Hamm in Senja gefahren und es war Zeit für die erste Challenge. Die Leute auf Instagram und auf Facebook und so weiter konnten uns ja Challenges stellen. Die werden sich im Laufe jetzt dieser Reise auch noch ein bisschen steigern. Und die erste Challenge ist eine große Herausforderung hier an diesem Ort mit diesen schönen Farben. Denn es ist die... Ihr könnt es euch schon denken, Schwarz-Weiß-Challenge. Ja, super. Das heißt, eine Stunde nur Schwarz-Weiß-Fotos. Wir stellen die Kameras auf Schwarz-Weiß, keine Farbfotos, sondern wirklich nur Schwarz-Weiß. Wir müssen darauf achten, dass die Komposition stimmt. Ne? Licht, Schatten ist bei Schwarz-Weiß sehr wichtig. Farbe spielt gar keine Rolle, was natürlich super eklig ist jetzt bei diesen geilen Farben. Ja? Aber ich glaube, es wird richtig geil. Eine Stunde ab jetzt, let's go. Die Challenge, also ist wirklich eine Herausforderung, weil ich und Schwarz-Weiß eher eine rare Kombination. Ich fotografiere eigentlich nie Schwarz-Weiß und darum muss ich mich schon ein bisschen umgewöhnen, ein bisschen umdenken. Aber ich mache mich mal auf die Suche nach etwas, was schön Kontraste hat, vielleicht klare Linien hat. Normalerweise würde ich sagen, mega geil. Ich fotografiere auch selbst sehr oft in Schwarz-Weiß, weil man da schön die Kontraste und gerade die Lichtstimmungen unterstützend sieht. Natürlich, man sieht es im Hintergrund, bei den Bedingungen hier, wenn die Sonne rauskommt, leuchtet die da alles schön bunt. Ärgerlich. Was ziemlich spannend ist, das bringt einen als Fotograf natürlich aus der Komfortzone raus. Ne? Wo ich jetzt sagen würde, normalerweise würde ich eine Langzeitbelichtung machen, Polfilter vielleicht noch benutzen und so weiter. Würde ich jetzt sagen, in Schwarz-Weiß belichte ich vielleicht lieber über, weil es besser rauskommt, dann mit den Kontrasten. Das Motiv, was ich fotografiere, ist da hinten dieses kleine rote Haus. Und wenn da jetzt die Sonne so drauf strahlt, jetzt ist es gerade soweit, dann wird es, glaube ich, richtig, richtig fresh aussehen. Die Herausforderung beim Schwarz-Weiß-Fotografieren ist, sich ja nicht mehr auf Farben zu konzentrieren, sondern nur noch auf die Hell-Dunkel-Kontraste. Und das funktioniert natürlich mega gut, wenn man es in der Kamera gleich mal einstellt. Und da sieht man auch ganz gut, separiert sich dieses dunkle Boot wunderbar in dem Becken hier. Und das könnte, glaube ich, ganz gut ausschauen. Ich drücke jetzt ein paar Mal ab. Jetzt kommen hier auch noch ein paar Paddler direkt auf mich mit dem Kajak zu. Das ist natürlich auch ein dankbares Motiv, wenn von hinten die Sonne kommt, vorne spiegelt es schön auf dem Wasser, das heißt, es ist schön weiß. Die Kajakfahrer sind dunkel, es hebt sich dann wunderbar ab, wie man sieht. Echt eine tolle Sache. Danke! Ich hab's nicht verstanden, aber ich bin happy. Ich habe mal das Teleobjektiv raufgeschraubt, damit komme ich noch einen ganzen Ticken näher und das gefällt mir richtig gut. Also ein Bild ist schon im Kasten, wo ich sage, das ist nice in Schwarz-Weiß. Hier findest du coole Formen, zum Beispiel hier diese Hütchen im Hintergrund. Und wenn ich die relativ dunkel mache, dann habe ich nur die Zacken und habe den sehr kontrastreichen Himmel hier im Hintergrund. Das sieht ziemlich cool aus. Und hier oben habe ich noch einen Neubau entdeckt, der sich natürlich auch super gut eignet, weil das architektonisch auch ja sehr, sehr nett ist. Vor allem, wenn ich hier mit dem 70-200 einmal durchlinse, leuchtet nur diese eine Treppe und setzt sich relativ gut vom Hintergrund ab. Ich blende dir das Bild am besten wieder ein, denn hierüber siehst du es wahrscheinlich relativ schlecht. Oder ich kann mal versuchen, hier reinzugehen. Ah ja, doch, schau mal. So ungefähr sieht das dann aus. Ich nenne es das stille Örtchen.
steht einfach eine Toilette mitten in der Pampa. Hinten dran noch so ein Gerüst. Aber wie cool ist das denn bitte? Einfach ein Abbot mitten hier im Grünen. Hebt sich mega geil ab. Ja, lohnt sich mal ein bisschen die anderen Wege auch zu laufen. Ich bin hier in irgendeinem Hinterhof geraten. Dachte erst, ich habe mich verlaufen, aber das hat sich gelohnt. Ja, jetzt glaube ich, habe ich das Gewinnerbild gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme sehen könnt. Man sieht da so Seeigel und Fische rumschwimmen und so weiter. Und die Seeigel haben so eine abgefahrene Farbe. Die sind rot und haben weiße Stacheln. Alles schwarz-weiß. Können wir leider nicht machen. Aber ich habe hier ein ganz paar spannende Perspektiven gefunden. Da hinten so ein Berg. Da hinten kommt immer wieder super das Licht durch. Da sind geile Shots. Schau dir das mal an. Man hat mir gezwitschert, dass der Christoph coole Location am Start hat hier. Und bevor ich jetzt noch länger im Hafen rumsuche, gucke ich jetzt doch einfach mal, was der Christoph so am Start hat. Und das war ja klar, dass das nicht lange dauert. Die große Linse hat er schon drauf. Ganz gut hier die Aussicht, ja. In alle Richtungen. Grab your seat at the fantasy parade. What I see is all inside my head. Am I hanging on too tight? Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me, it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. So, alles im Kasten. Ich glaube, es sind ein paar coole Bilder dabei. Und es hat echt nochmal herausgefordert. Ja, nachdem ich am Anfang etwas geschluckt habe, wie ich Schwarz-Weiß gehört habe in der Kulisse, muss ich sagen, bin ich im Endeffekt richtig begeistert, weil wir so coole Sachen, oder ich zumindest habe richtig coole Sachen gefunden und freue mich über die Bilder. Ganz unterschiedliches Zeug, von Architektur bis Natur, war wirklich alles irgendwie mit dabei. Hat riesig Spaß gemacht. Ja, die Schwarz-Weiß-Challenge war eine Challenge, aber ich habe mich erstaunlich gut zurechtgefunden. Obwohl ich nie Schwarz-Weiß fotografiere, habe mich eher auf kleine Details konzentriert und ja, versucht so Motive zu finden, die ein bisschen herausstechen. Auch mal eine fliegende Möwe. Also ich glaube, da ist einiges dabei und das hat Bock gemacht. Es sind ein paar gute Bilder am Start. Ich habe so eine Möwe zum Beispiel überhaupt erst entdeckt als richtiges Motiv über die Schwarz-Weiß-Settings in der Kamera. Und genau so eine Sachen sind so das Besondere auch in der Schwarz-Weiß-Fotografie, dass man halt mit diesen Kontrasten arbeitet und Motive entdeckt, die man sonst vielleicht gar nicht so fotografieren würde. Also vielen Dank für diese Challenge. Hat uns tatsächlich richtig Bock gemacht. Alles in allem war es eine coole Challenge und auch eine coole Abwechslung, weil es zwingt einen eben dazu, auch mal anders zu fotografieren und so ein bisschen out of the box zu denken. Denn sonst fotografiere ich natürlich so nach meinem eigenen Schema, nach meinem eigenen Stil und bin je nachdem, wo ich an der Location bin, sehr routiniert, wenn ich fotografiere. Und so ist man dann noch mal ein bisschen anders kreativ, als man es vielleicht sonst ist. Und ich glaube, die Fotos könnten auch in Farbe ganz geil aussehen. Das ist ja auch das Coole. Die Bilder, die man jetzt in Schwarz-Weiß schießt, sind ja nur die Vorschau in Schwarz-Weiß. Später hat man ja das RAW-Bild und das RAW-Bild ist immer noch farbig. Eine mega Location hier. Sieht sehr, sehr fresh aus. Die kleine Insel mit dem Steg. Aber ein bisschen schade ist, da bauen die gerade ein nagelneues Haus hinten dran. So voll moderner Stil. Und dann hast du da eigentlich ja voll geil mit diesem alten Haus
dieses traditionelle. Das Motiv konnten wir nicht hundertprozentig benutzen bzw. hundertprozentig cool fotografieren, ohne dass man diesen Neubau hinten dran sieht. Und wahrscheinlich ja in ein paar Monaten sieht dieses Motiv dann komplett verschandelt aus. Kann man sagen, auf jeden Fall nicht mehr so cool, wie es noch vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Deswegen ist Fotografie auch so cool. Festhalten für die Ewigkeit. Wir wollten dann zu unserem Finalspot fahren, dem Segler. Das ist ein sehr, sehr cooler Berg auf Senja. Ein sehr bekanntes Motiv, auch mittlerweile durch Instagram unter anderem. Das ist so eine krasse Felsformation auf einem Berg obendrauf. Eine sehr epische Location. Und auf dem Weg dorthin wollten wir nicht einfach nur wieder an der Küste lang fahren, sondern so ein bisschen durchs Land fahren, durch die Berge auch fahren. Das haben wir gemacht. Haben dann einen coolen See gefunden. Und ich habe dann irgendwo gesehen, da plätschert so ein Wasser lang. Und da muss ja irgendwie auch ein Wasserfall sein. Wir sind dann losgestapft durch die nassen Gräser und haben versucht, den richtigen Winkel zu finden. Das ist ein mega geiler Wasserfall. Kommt mal mit. Nirgends ist irgendwas ausgeschildert oder sonst wie irgendwas. Man muss so ein Gefühl dafür entwickeln, sage ich mal. Das fand ich auf Senja generell ziemlich cool. Wenn man jetzt irgendwo ist, dann guckt man immer, wo ist ein Wasserfall, wo ist irgendwie eine Attraktion. Eigentlich egal, wo man lang gefahren ist, irgendwo sind mindestens 3, 4, 5 Wasserfälle neben der Straße runtergeschossen. Diese gigantischen Berge, wahrscheinlich weil oben Schnee schon lag und teilweise geschmolzen ist, wieder runtergeflossen ist. Ich weiß es auch nicht, oder Quellen. Auf jeden Fall gibt es unglaublich viele Wasserfälle auf Senja, die es zu erkunden gibt. Stromschnellen vorne dran und hinten dann diese Gipfel. Das hat ziemlich cool ausgesehen und da haben wir einiges an Fotomaterial geknipst. Ich habe ein paar Shots gemacht mit Christoph und der roten Jacke. Das macht sich sehr gut neben so einem Wasserfall. Auch so für die Größenrelation. Dann sieht man, so groß ist der Wasserfall, so klein ist nur die Person. Und natürlich die rote Jacke passt dann sehr, sehr gut noch als zusätzlicher Eyecatcher so im Bild. Ich habe entdeckt, dass weiter hinten, also vor dem Wasserfall, eine schöne Stelle liegt, wo es eine ganz kleine Bachschwelle hat, wo das Wasser so langsam aus dem See rausfließt. Und die habe ich mir zuerst gepickt, sozusagen fotografiert. Die Jungs haben mit Stativ, Langzeitbelichtung und so weiter das Ganze in Szene gesetzt. Ich bin eher ein bisschen faul unterwegs und habe die Belichtungszeit auf relativ kurz gestellt, ein Zehntel, und das konnte ich ganz gut aus der Hand halten. Deswegen konnte ich mir da hinten so ein paar andere Perspektiven noch raussuchen, was ich auch ganz cool fand. Beim Segler angekommen hat es wieder mal geregnet. Wir wollten zum Segler hochwandern an diesem Tag. Da oben hin, auf den Segler bzw. zum Segler. Ist das eine gute Idee bei dem Wetter? Wenn es geregnet hat, ist es ziemlich rutschig. Also muss man da echt aufpassen. Jetzt wird's matschig. Lass nur noch das Handy benutzen. Hier geht's jetzt so tief runter. Durchziehen, ja, heißt die Devise. So traurig es ist, aber ich muss mich auf jeden Fall schon mal verabschieden für diese Reise.